Es gibt Verbindungen, die tiefer gehen als Worte. Rex war nicht nur ein Hund für Thomas. Er war sein Schatten, sein Vertrauter, sein bester Freund. Sie verstanden sich ohne Laute. 6 Jahre lang waren sie unzertrennlich, teilten jedes Frühstück, jeden Spaziergang und jede stille Stunde am Abend. Ihr Leben war ein perfekter Rhythmus aus Vertrauen und Zuneigung. Niemand konnte ahnen, wie zerbrechlich dieses Glück sein würde. Es geschah an einem späten Nachmittag im Oktober. Ein plötzliches, heftiges Gewitter zog über den Wald auf, wo sie oft spazieren gingen. Ein Donnerschlag, lauter als alles zuvor, ließ die Erde beben. Rex, der Panik vor Gewittern hatte, riss sich in blinder Angst von der Leine los. Er rannte. Er rannte so schnell er konnte, getrieben von purer Instinktangst, tief in das Unterholz, weg von Thomas, weg von Sicherheit, hinein in die Dunkelheit. Thomas suchte Stunden, dann Tage. Er rief Rex Namen, bis seine Stimme versagte. Er durchkämmte jeden Meter des Waldes, klebte Hunderte von Plakaten, sprach mit jedem Anwohner. Aber der Wald schwieg. Es war, als hätte der Erdboden seinen Freund verschluckt. Die Nächte wurden kälter und mit jedem Tag wuchs die verzweifelte Leere in Thomas' Herz. Die Ungewissheit war das Schlimmste, nicht zu wissen, ob Rex fror, ob er Hunger hatte oder ob er überhaupt noch am Leben war. Für Rex begann ein Albtraum. Er war weit weg von zu Hause, orientierungslos und allein. Der verwöhnte Haushund musste lernen, auf der Straße zu überleben. Er schlief unter Brücken, zitternd vor Kälte. Er suchte in Mülltonnen nach Essbarem. Jeder Tag war ein Kampf. Er wurde von anderen Hunden verjagt, von Menschen ignoriert oder verscheucht. Sein goldenes Fell wurde stumpf und schmutzig, aber in seinen Träumen sah er immer noch das Gesicht von Thomas. Die Stadt war voller Gefahren, die Rex nicht kannte. Autos rasten wie metallene Monster an ihm vorbei, ihre Lichter blendeten ihn. Einmal wäre er fast überfahren worden, das Quietschen der Reifen hallte noch lange in seinen Ohren nach. Der Lärm der Stadt war ohrenbetäubend für seine empfindlichen Ohren. Er lernte schnell, sich unsichtbar zu machen, sich in den Schatten zu bewegen, um nicht verletzt zu werden. Nicht alle Menschen waren grausam. Es gab Momente der Hoffnung. Eine alte Dame, die in einer Bäckerei arbeitete, sah den ausgehungerten Hund manchmal im Hinterhof. Sie stellte ihm heimlich Schalen mit Wasser und Brotresten hin. Rex war dankbar, aber sein Vertrauen war erschüttert. Er fraß hastig und verschwand wieder, bevor sie ihm zu nahe kommen konnte. Er hatte gelernt, dass Nähe auch Schmerz bedeuten konnte. Monate wurden zu Jahren. Der erste Winter war hart, fast hätte er ihn nicht überlebt. Dann kam der Frühling, der Sommer und wieder der Herbst. Rex wanderte weiter, getrieben von einer unerklärlichen Hoffnung, einem inneren Kompass, der nach Hause zeigte, auch wenn er den Weg nicht kannte. Er legte Hunderte von Kilometern zurück, durchquerte Städte und Felder. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Wenn er schlief, und nur dann, war die Welt wieder heil. In seinen Träumen lag er auf seinem weichen Teppich vor dem Kamin. Er spürte Thomas' Hand, die ihn hinter den Ohren kraute. Er roch den Duft von Holzfeuer und Sicherheit. Doch jedes Erwachen war grausam. Die Kälte holte ihn zurück in die Realität und das Heimweh war ein physischer Schmerz, der niemals nachließ. Eines Tages verließen ihn seine Kräfte. Er brach am Straßenrand zusammen, zu schwach, um weiterzugehen. Jemand rief den Tierschutz. Er wurde eingefangen, nicht grob, aber bestimmt. Rex wehrte sich nicht mehr. Er war müde. Er wurde in ein Tierheim gebracht, weit entfernt von dem Ort, wo er einst entlaufen war. Man gab ihm Futter, einen warmen Platz, aber sein Geist war gebrochen. Im Tierheim nannten sie ihn Buster. Sie wussten nichts von seinem Namen, seiner Vergangenheit, seiner Liebe zu Thomas. Er war nur ein weiterer alter, trauriger Hund, den niemand haben wollte. Besucher gingen an seinem Zwinger vorbei, sahen den grauen Schnauzenbart und die traurigen Augen und gingen weiter zu den Welpen. Rex wartete nicht mehr. Er existierte nur noch, gefangen in einer Welt ohne Farben. Seine Zeit lief ab. Er fraß kaum noch und die Pfleger machten sich Sorgen. Er hatte den Willen zum Leben verloren.
Wozu kämpfen, wenn niemand auf einen wartet? Er verbrachte seine Tage im Halbschlaf, dämmerte vor sich hin. Er ahnte nicht, dass sein Schicksal sich bald wenden würde, dass das Universum noch eine letzte Karte auszuspielen hatte. 2 Jahre waren vergangen. Thomas hatte nie ganz aufgehört zu suchen, aber die Hoffnung war zu einem winzigen Funken geschrumpft. Durch einen Zufall, vielleicht Schicksal, führte ihn eine Geschäftsreise in diese fremde Stadt. Er besuchte das örtliche Tierheim, eine alte Gewohnheit, die er nicht ablegen konnte. Er ging die Reihen entlang, ohne wirklich etwas zu erwarten. Dann passierte es. Er blieb vor dem letzten Zwinger stehen. Der Hund darin lag mit dem Rücken zu ihm. Thomas seufzte und wollte gehen, flüsterte aber leise: »Alles Gute, mein Junge.« Bei diesem Klang, dieser vertrauten Stimme, die Rex seit 2 Jahren nicht gehört hatte, zuckte der Hund zusammen. Er drehte sich langsam um. Er sah den Mann an. Er schnupperte. Und dann, plötzlich, kam Leben in den alten Körper. Rex begann zu winseln, ein Geräusch purer Emotion. Thomas fiel auf die Knie. »Rex«, flüsterte er. Der Hund warf sich gegen das Gitter, bellte, weinte. Als die Pfleger die Tür öffneten, gab es kein Halten mehr. 2 Jahre Schmerz, Kälte und Einsamkeit fielen in einer Sekunde ab. Rex begrub sein Gesicht in Thomas' Jacke und Thomas weinte wie ein Kind. Sie waren wieder eins. Es war das Ende einer langen Reise und der Beginn eines neuen Lebens,